Moin Leute, in diesem Video geht es um die Cocoon Relax Schlafkopfhörer. Dieses Video ist vom März 2019 und somit auch der Stand der Schlaf-App von Cocoon. Die Cocoon-Kopfhörer sind durch eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen worden und ich habe danach in der Vorbestellungsphase habe ich die Dinger bestellt. Das war ungefähr im März 2016. Das bedeutet, ich habe fast 3 Jahre jetzt darauf gewartet, dass die Dinger endlich ankamen. Ich habe damals ca. 200 € bezahlt in der Vorbestellungspreis und da war Versand mit inklusive. Wenn ich jetzt in den Shop gucke, da war jetzt ein Angebot für 14 Tage für 320 €. Das ist natürlich ein ganz schön heftiger Preis und ich glaube sogar jetzt noch etwas mehr wieder geworden. Also naja, das finde ich ganz schön teuer dafür. So, weswegen habe ich mir die Kopfhörer gekauft? Und zwar, ich habe einen sehr leichten Schlaf und ich wache von jedem kleinen Geräusch auf. Ich benutze eigentlich schon immer so gelbe Ohrstöpsel, so Schaumstoff-Ohrstöpsel, und die helfen schon eigentlich ganz gut, aber noch nicht ausreichend, sag ich mal so. Selbst damit wache ich von jedem kleinen Geräusch auf und das nervt und ja, blöd. Habe ich hier große Hoffnung gehabt in die Kopfhörer, weil die ja sozusagen sehr gute Geräuschdämmung erstmal durch den Kopfhörer alleine schon haben und dann noch Active Noise Cancelling haben sollten. Und noch ein White Noise, sozusagen so ein Geräusch, so ein weißes Rauschen, dazu schalten sollen, wenn man schläft, sozusagen in der Tiefschlafphase. Das werde ich gleich im Bericht nachher noch erläutern. Da werdet ihr sehen, wie der aktuelle Stand ist. Also ein Unboxing-Video mache ich jetzt erstmal nicht, weil das finde ich eigentlich relativ langweilig, sowas. Und das gibt es auf anderen YouTube-Kanälen auch schon zu sehen. Ich habe dann angefangen, die App runterzuladen, habe die auf meinem Samsung-Handy installiert und läuft auch soweit wunderbar. Das Ding ist, als erstes, was man dann machen muss, ist einen Account anlegen. Ja, denkst du, okay, machst du das? Und dann steht da aber drauf, Zugriff möchte die App haben auf die Schlafdaten. Und das ist so eine Sache, was ich nicht gut finde. Also ich meine, ich möchte zwar eine Auswertung haben von meinen Schlafdaten später, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass die das übermittelt bekommen. Die App fragt zusätzlich noch nach Alter und Geschlecht, was jetzt eigentlich auch nicht kein Problem ist, sage ich mal so. Dann kommt ein Intro-Video, was komplett auf Englisch ist. Gut, Englisch ist für mich kein Problem, aber für viele andere deutsche Benutzer vielleicht schon. Und auch die weiteren Videos und Tutorials sind alle in Englisch gehalten. Ein bisschen schade, finde ich das. Aber vielleicht kommt ja noch eine Änderung, weil die App ist noch nicht ganz ausgereift, da fehlen noch einige Funktionen noch. Also in der App fehlt halt noch die wichtige EEG-Diagnose. Das ist sozusagen die Schlafdaten, die man während des Schlafens eben über diese Sensoren in den Ohren übermittelt, die Gehirnwellen oder was weiß ich, das ist das, was sozusagen auswertet, welche Schlafphasen man hatte und wie tief man schläft und über welchen Zeitraum. Ja, das soll jetzt Ende März, sollte das eigentlich im ersten Quartal 2019 in diese App integriert werden. Im Moment ist es noch nicht der Fall gewesen, leider. Die Bluetooth-Reichweite ist eigentlich sehr gut. Ich habe das getestet mit verschiedenen Geräten, mit einem Huawei-Handy und einem Huawei-Tablet, das M5 Lite, glaube ich, war das. Und das hat noch ungefähr eine Reichweite von mindestens 9 Metern. Also man kann damit wunderbar überall in der ganzen Wohnung rumlaufen und Qualität ist einwandfrei. Kommen wir nun zum Ton, allgemein von den Kopfhörern. Ich finde, dass die Lautstärke, wenn man das auf Maximum dreht am Handy, dann ist es okay, ist es ausreichend. Es ist wahrscheinlich so ein Schutz, sag ich mal so, dass es nicht zu laut sein soll, ne? Aber ich finde es halt ein bisschen, also es könnte ruhig noch ein bisschen mehr sein, aber es ist okay, ausreichend. Was ein bisschen schade ist, dass es am Kopfhörer selber keinen Lautstärkeregler gibt. Das heißt, man muss alles über dieses Handy selber einstellen und das ist ja nun nicht gerade so, dass man das so perfekt einstellen kann, weil das ist ja immer in Sprüngen und das ist vielleicht ein bisschen schwierig für manche, weil die meinen, dass die minimale Lautstärke vielleicht dann noch denen zu laut ist, beim Einschlafen zum Beispiel. Habe ich jetzt wohl nicht festgestellt, für mich war das okay in einer leisen Lautstärke, aber ich höre eh keine Musik, wenn ich einschlafe, weil sonst kann ich nicht einschlafen. Ich brauche es schon ganz ruhig. Die Bässe in den Kopfhörer sind sehr gut, finde ich. Also das ist wirklich ordentlicher satter Bass, der besonders auch natürlich auch rüberkommt, dadurch, dass die Ohrmuschel komplett gekapselt ist, richtig schön wie so
wie sie die Mickey Maus Ohren, weißt du, auf dem Lärmschutzkopfhörer so. Also das ist schon sehr gut gekapselt und dadurch auch ein ordentlicher Bass. Bei den Höhen ist es so, die könnten ein bisschen mehr sein, finde ich. Also das ist ausreichend noch, Klang ist okay, also Klang ist gut, sage ich mal so, aber ein Tick mehr wäre noch schön. Ich hätte einmal, da habe ich sozusagen, weil ich auf der Seite schlafe, habe ich so raufgedrückt auf den Kopfhörer von außen, wo ich ihn auf hatte und eingeschaltet war. Und da hatte ich auf der rechten Seite komischerweise sowas wie eine Rückkopplung, also so ein, wie wenn man beim Verstärker mit dem Mikrofon vor den Lautsprecher geht. So ein hohes Pfeifen auf einmal. Oh ey, das war ganz komisch. Also das kam auch, als ich gedrückt habe, sozusagen auf den Kopfhörer. Und das war sehr unangenehm, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Da ist ja kein Mikrofon drin eigentlich. Also der Tragekomfort ist insgesamt sehr gut. Also ich finde den sehr bequem. Die Ohrmuscheln drücken auch nicht, auch nach einer Zeit nicht. Das ist also wirklich gut ausgearbeitet, dass das bequem sitzt. Und es gibt auch keinen Wärmestau an den Ohren nach langer Zeit. Also es wird zwar ein bisschen warm, aber es ist nicht so, dass man da schwitzt oder sowas dran. Das ist super gelöst. Insgesamt haben die Kopfhörer eine sehr gute Verarbeitung, also wirklich sehr solide. Haben sie auch lange dran rumgefeilt, dass das alles perfekt sitzt und gut aussieht und so. Am ersten Tag, finde ich, also als ich das ausgepackt hatte, gab es minimalen Geruch nach Schaumstoff. Also das ist auch immer so eine Sache, ich mag das nicht, wenn das irgendwie so total lange irgendwie nach Chemie stinkt und so. Aber ich habe da richtig, man kann rangehen mit der Nase und das Ding roch also wirklich ganz sehr wenig nach Schaumstoff. Und das verfliegt bestimmt auch in den nächsten Tagen dann noch. Hier noch ein kurzer Einblick in die Cocoon-App. Es gibt Guided Programs. Da erzählt sozusagen so ein Typ, wie man am besten schlafen kann und so ein bisschen meditationsartig, wie man halt besser einschlafen kann. Zum Beispiel Guided Sleeps, ja, sowas ähnliches, glaube ich. Das mit der Wolke heißt, man muss es erst runterladen, dann wird das eben kurz schnell runtergeladen und dann kann man es abspielen. Ja, Guided Relaxation, ja, sowas ähnliches halt. Ne? Es gibt hier natürlich noch auf der Seite noch mehr, wenn man da weitergeht. Musik genauso. Oder, was haben wir ja noch? Noch mehr Musik. Soundscapes fand ich eigentlich am interessantesten, weil da sozusagen im Hintergrund kannst du Sachen halt abspielen. Wellenrauschen. Das ist ein bisschen laut, finde ich das so zum Einschlafen. Ich fand Beach Waves ganz okay, weil es relativ gleichmäßig ist. Die anderen habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt hier nochmal Campfire. Naja, fand ich nicht so zum Einschlafen so geeignet, weil es so Knister macht. Hey, das wollte ich jetzt nicht. Wasserfall. Gut, kann man natürlich leiser stellen. Ist aber auch relativ laut. Ja. Und diverse Sachen. So. Und unter Settings gibt es noch ein paar Einstellungen, aber da ist jetzt nicht so viel drin. Da steht nur, wann White Noise sozusagen aktiviert werden soll. Oder was passiert, wenn der Kopfhörer halt vom Kopf fällt. Die ist noch nicht leider implementiert, dass das Ding sich abschaltet. Das wollen sie aber noch einbauen. Unter My History zeigt er nur an, welche Lieder man oder Titel man zuletzt gespielt hat. Kopfhörer sind nicht verbunden jetzt. Normalerweise geht das halt über Bluetooth, ja. Was ja auch gut funktioniert. Ja. Und es fehlt eben noch die EEG-Auswertung sozusagen, also nach dem Schlafen, dass man eben die Schlafdaten angezeigt bekommt. Hat er leider nicht übermittelt auf mein Handy. Hätte ich jetzt hier erwartet in diesem Bereich. Naja. Vielleicht gibt es ja noch ein Update davon. Aber im Moment ist es nicht so umwerfend. So, nun willkommen in meinem Schlafzimmer. Ich möchte euch jetzt noch die praktische Anwendung des Cocoon Relax Kopfhörers demonstrieren. Und zwar, wenn man liegt sozusagen auf dem Bett und ich habe das Problem, dass ich halt Seitenschläfer bin. Und dadurch ist es doch deutlich unbequemer, als wenn man auf dem Rücken liegt. Das könnte ich euch mal eben vorführen. Ich setze den erstmal so normal auf. Man macht den relativ fest auf dem Kopf, dass er nicht so rutscht. Sitzt auch sehr bequem und fest. Wenn ich mich jetzt auf die Seite lege, ich lege normalerweise eben so auf der Seite, dann habe ich das Problem, dass die Ohrmuschel natürlich hier genau da auf meinen Arm drückt. Und das erzeugt natürlich Druck auf dem Ohr und ist unbequem. Also man kann
relativ bequem so liegen, wenn man nach vorne kippt. Aber so kann ich auch nicht so gut schlafen. Oder eben so, nach hinten. Aber ist irgendwie eigentlich nicht meine normale Schlafposition. Wenn ich jetzt mich auf den Rücken drehe und so schlafe, das geht wunderbar. Nur es ist halt, ich habe gemerkt, ich habe da jetzt schon 2 Nächte mit geschlafen und wenn ich anfange auf der Seite zu liegen, irgendwann wache ich nachts auf und befinde mich dann immer so. Also das heißt, man dreht sich automatisch während des Schlafens irgendwie auf die Rückenposition, weil es einfach so am bequemsten ist. Aber so möchte ich eigentlich ja nicht liegen, weil es auf die Dauer auch auf dem Rücken geht. Deswegen liege ich halt immer oder drehe mich halt immer auf die Seite, von einer Seite zur anderen. Aber es ist nicht so bequem. Es drückt doch ganz schön. Ja, es ist leider etwas enttäuschend. Also ich hätte gedacht, dass man da deutlich besser mit schlafen kann. Es wird empfohlen, ich sitze mal ab, dann brauche ich nicht so schreien. Es wird empfohlen, sozusagen für Seitenschläfer ein dickes Kissen zu verwenden. Also eins, was gut gepolstert ist, damit eben der Druck des Kopfhörers sozusagen sich in dem Kissen verteilt. Ja, das Ding ist nur, ich mag das nicht, so ein dickes Kissen. Ich habe hier, das ist relativ dünn. Und normalerweise eben so ist die normale Schlafposition. Also, dass der Kopf möglichst gerade ist, zum Nacken hin. Nicht so hoch, weil sonst würde ich so liegen und dann Nackenstarre kriegen. Ne? Und ja, deswegen für mich also eher nur ein flaches Kissen geeignet. Und das ist wiederum, ja, das geht mit den Kopfhörern eben nicht gut. Also das ist nicht so schön. Eine zweite Sache, die ich habe bei diesem Kopfhörer, die sind ja diese Kontakte, diese EEG-Kontakte, die angeblich die Gehirnströme oder wie auch immer dann messen und anzeigen, ob man schläft oder Tiefschlaf hat und so. Und diese, man hört es zwar so nicht, aber wenn man das Ohr da drin hat, in dieser gekapselten Schale, dann hört man doch dieses Knacken von den Federkontakten. Und das ist relativ lautes Knacken, wenn man da drauf liegt. Dann macht das mal knuck, 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 je nachdem wie man sich gerade bewegt. Und das ist auch ein bisschen störend beim Schlafen. Zusätzlich also es ist ein leichtes weißes Rauschen zu hören, würde ich mal sagen, wenn der Gerät einfach nur eingeschaltet ist. Wenn keine Musik läuft, keine App irgendwie an, also die App ist zwar an, und der Kopfhörer ist verbunden mit Bluetooth, mit dem Handy, und dann ist so ein leichtes Grundrauschen zu hören. Das ist aber auch sehr angenehm. Also das finde ich jetzt nicht als störend, das ist eher so wie ein ganz leicht entferntes Wellenrauschen, einfach ein gleichmäßiger Ton. Kann man gut mit schlafen, kein Problem. Ja, nur es ist so, wenn ich dann einschlafe oder fast am Einschlafen bin, dann habe ich irgendwie auf dem Ohr so ein wechselndes Geräusch. So was irgendwie mal so. Also es fängt immer mal so an, so ein bisschen lauter zu werden und so unregelmäßig. Es ist nicht so ein gleichmäßiges Rauschen, sondern es ist so ein komischer, weiß ich auch nicht, so ein Rauschwechsel. Und das merkt man erst, wenn man einschläft. Und das behindert einen schon wieder beim Einschlafen, weil dann auf einmal hörst du so ein Geräusch, so, was ist das? Und das ist komisch, das muss ich auch nochmal nachforschen, was das ist. Weil das ist, glaube ich, nicht dieses weiße Rauschen, was dann kommen soll, wenn man schläft. Denn wenn ich jetzt nachts mal aufwache, höre ich kein anderes Rauschen als dieses Grundrauschen. Also es ist jetzt kein extra weißes Rauschen, was da noch zukommt. Was ja sozusagen die Umgebungsgeräusche minimieren soll. Wenn Geräusche von außen kommen eben. Ja. Also Active Noise Cancelling habe ich auch so noch nicht festgestellt. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich weiß nicht. Also das einzige Gute natürlich ist, dass das Ohr sehr gekapselt ist. Dass dadurch wirklich schon viele Grundgeräusche von außen abgeschirmt werden. Aber so aktive, weiß ich nicht. So, zurück aus dem Schlafzimmer. Jetzt, ihr werdet euch sicherlich wundern, warum ich vorher und nachher jetzt den Kopfhörer nicht da habe und noch zeigen kann. Das liegt daran, weil ich habe das Ding nämlich zurückgesendet. Und zwar konnte man innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt sich entscheiden, ob man das Gerät behalten möchte oder nicht. Und ich habe das ein paar Tage ausprobiert, aber ich konnte damit so schlecht schlafen, sagen wir so, das hat mir nicht gefallen, weil auf der Seite ging das eben nicht, habe ich ja schon eben gezeigt. Und ich habe dann mich entschieden, das Ding doch zurückzusenden. Man kriegt den vollen Kaufpreis erstattet und man schickt es zurück nach Irland. Ich habe einen Rücksenderaufkleber bekommen von denen und ja, jetzt warte ich noch auf die Gelderstattung.
Ist schade, wirklich, weil ich habe echt 3 Jahre mich drauf gefreut, sagen wir so, und gehofft, dass ich dann endlich mal vernünftig schlafen kann mit den Kopfhörern. Aber leider ist es eben nicht der Fall. Ja, nun muss ich weiter mit den Ohrstöpseln Vorlieb nehmen. Ist halt so. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Danke, tschüss.